Die Welt ist im Wandel. Oftmals legen die USA die Trends vor, die sich dann besonders in den entwickelten Industriestaaten durchsetzen. So auch bei der Entwicklung von krankhaftem Übergewicht und den Folgeerkrankungen sowie möglichen Behandlungsansätzen. Im Jahre 1991 verzeichnete die USA in nur 10 Bundesstaaten einen Anteil von Personen mit einem BMI-Index größer gleich 30, also mindestens 20 Kilo Übergewicht, von unter 10%. Hingegen stand ein Anteil von deutlich Übergewichtigen bis zu 19% in nur 5 Bundesstaaten zu Buche. Nur ein Jahr später waren es nur noch 6 Bundesstaaten mit einer übergewichtigen Bevölkerung unter 10%. In deutlich über 30 Bundesstaaten betrug der fettleibige Bevölkerungsanteil zwischen 10 und 14%. 6 Bundesstaaten bilden eine übergewichtige Bevölkerung über 14% ab. Die verhängnisvolle Entwicklung nimmt 1993 an Fahrt auf. Nur noch 2 Bundesstaaten weisen einen übergewichtigen Bevölkerungsanteil unter 10% auf. Alle anderen bewegen sich zwischen 10 und 19%, wobei in 11 Bundesstaaten der übergewichtige Anteil an der Gesamtbevölkerung bei zwischen 15 und 19% liegt. Dort ist faktisch jeder 5. stark übergewichtig. Im Jahr 1994 gibt es keinen amerikanischen Bundesstaat mehr, in dem die Quote der Übergewichtigen unter 10% liegt. Der tiefrote Anteil nimmt hingegen zu, sodass jetzt in schon 14 Bundesstaaten ein Anteil der Übergewichtigen von 15 bis 19% zu verzeichnen ist. Und die Entwicklung geht weiter. Nur 5 Jahre nach der ersten Erhebung haben alle Bundesstaaten einen übergewichtigen Bevölkerungsanteil von mindestens mehr als 10%. In etwa der Hälfte der Fläche sind es gar 15 bis 19% der Bevölkerung, die deutlich übergewichtig sind. Auch 1996 ist keine wesentliche Verbesserung erkennbar. Bei leichten Verschiebungen bleibt der Anteil der Übergewichtigen an der Gesamtbevölkerung unverändert hoch, mit Tendenz zu größeren Anteilen. 1997 macht sich eine neue Farbe breit. Violett steht hier für einen übergewichtigen Bevölkerungsanteil von über 20%. In nur noch 16 Bundesstaaten beträgt dieser Anteil zwischen 10 und 14%. Amerika wird deutlich gewichtiger. Ein Jahr später hat sich die Anzahl der Bundesstaaten mit einem Anteil übergewichtiger Menschen von über 20% fast verdreifacht. Der Anteil der Bundesstaaten mit einem Anteil unter 15% nimmt sichtbar ab. Nur noch 7 Bundesstaaten haben im Jahr 1999 einen übergewichtigen Bevölkerungsanteil zwischen 10 und 14%. Dagegen ist es jetzt fast schon die Hälfte der Bundesstaaten mit einem adipösen Bevölkerungsanteil von über 20%. Eine besorgniserregende Entwicklung, die jedoch weitergeht. Die Bundesstaaten mit einem vergleichsweise geringen übergewichtigen Bevölkerungsanteil lassen sich im Jahr 2000 an nur einer Hand abzählen. Dafür grassiert ein übergewichtiger Bevölkerungsanteil von über 20% nun fast schon in halb Amerika. 2001, 10 Jahre nach der ersten hier dargestellten Erhebung, wird es noch schlimmer. Jetzt präsentiert sich Mississippi als erster Bundesstaat mit einem Anteil von über 25% übergewichtiger Bevölkerung. Das ist hier etwa jeder 4. Mensch. Nur ein Jahr später sind es in weiten Teilen der USA von 20 bis 25% der Bevölkerung, die unter Übergewicht leiden. Nur ein abnehmender Teil der Bundesstaaten bleibt unter 20%. Es dürfte also mindestens jeder 5. Amerikaner übergewichtig sein. Die Tendenz zu immer mehr übergewichtigen Personen in den einzelnen Bundesstaaten ist nicht mehr aufzuhalten. Mittlerweile dominiert die Farbe Violett und kennzeichnet einen fettleibigen Bevölkerungsanteil von über 20 bis über 25% der Einwohner. 2004 sind es nur noch 5 Bundesstaaten mit weniger als 20% übergewichtiger Bevölkerung. In allen anderen Bundesstaaten ist etwa jeder 4. Mensch deutlich übergewichtig. 2005 kommt wiederum eine neue Farbe ins Spiel. Orange kennzeichnet hier einen Bevölkerungsanteil jenseits der 29%, der an Übergewicht leidet. Hawaii ist 2006 der vergleichsweise schlankeste Bundesstaat der USA. Alle anderen haben sich längst von einem übergewichtigen Bevölkerungsanteil unter 15% verabschiedet. Ähnlich, aber nicht besser als im Vorjahr, zeigt sich die Entwicklung in 2007.
2008 nimmt der Anteil der Bundesstaaten mit einem Bevölkerungsanteil Übergewichtiger über 25% weiter zu. Im Jahr 2009 bleibt nur Colorado bei einem Anteil Übergewichtiger an der Gesamtbevölkerung unter 20%. Das restliche Amerika ist deutlich fettleibiger geworden. Mindestens jeder Vierte ist 2010 in den USA übergewichtig, in vielen Bundesstaaten schon jeder Dritte. Die Verteilung gestaltet sich unterschiedlich. Die Tendenz zu immer mehr Übergewichtigen bleibt ungebrochen. Beobachtet man die Entwicklung konsequent über 20 Jahre hinweg, wird der Trend zu immer mehr übergewichtigen Bevölkerungsanteilen in den USA unübersehbar. Tendenz steigend. Zu überlegen wäre, wo die Gründe für diese Entwicklung liegen und vor allem, welche medizinischen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Mit der Swiss-1-Chirurgie steht in der Schweiz ein modernes Behandlungsangebot für die Übergewichtschirurgie zur Verfügung. Wird uns der Trend aus den USA zu immer mehr Übergewicht auch schon bald in Europa einholen?